Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich heute wieder einen Heli für euch. Und zwar habe ich von der Firma Flywing diesen Airwolf V2 zugeschickt bekommen. Hier in der RTF-Version. Das heißt, hier ist schon eine Flywing-Mechanik F450 V2.5 eingebaut. Viele wissen vielleicht auch, dass hier schon GPS eingebaut ist. Das heißt, der Heli hat einige Funktionen, die, sag ich mal, ein Heli ohne GPS nicht hat. Den wollte ich euch heute mal vorstellen. Ich würde sagen, wir fangen sofort mit dem Unboxing an und ich zeige euch mal, was alles mitgeliefert wird. Let's go! Ja, ich erspare euch jetzt mal das detaillierte Unboxing. Das lasse ich jetzt mal im Hintergrund im Schnelldurchgang durchlaufen. Ihr habt ja gesehen, der Karton ist nicht sonderlich spektakulär. Einfach ein ganz normaler Pappkarton. Da ist jetzt keine besondere Umverpackung drum oder sowas. Ihr habt aber auch, oder ihr könnt auch sehen, dass der Heli sehr gut verpackt ist. Alles schön mit Schaumstoff ausgelegt. Sollte also beim Transport kein Problem sein. Dann zeige ich euch jetzt mal die Komponenten, die jetzt bei dem Set dabei waren bei mir. Und zwar haben wir als allererstes natürlich wieder eine Bedienungsanleitung. Die hier ist auf Englisch komplett, sollte also kein Problem sein für die meisten. Dann haben wir natürlich hier diese schöne 2,4 GHz Fernsteuerung dabei. Macht auch schon einen wertigen Eindruck. Die kennt man ja auch schon von einigen Helis. Die zeige ich euch gleich nochmal etwas genauer. Dann haben wir noch einen Beinstecker dabei, falls der Heli oder die Fernsteuerung mit dem Empfänger nicht gebunden sein sollte. Ist bei meinem Fall aber jetzt gewesen. Dann haben wir noch das Ladegerät für den LiPo-Akku dabei. Auch ein kleines kompaktes Ladegerät. Wir haben hier einen Stromstecker dabei mit einem Kaltgerätestecker und natürlich einem chinesischen Anschluss, weil der Heli ja aus China kommt jetzt direkt. Können wir so nicht verwenden. Entweder ihr habt einen Adapter oder ihr nehmt einfach einen europäischen Kaltgerätestecker und nutzt den hier mit dem Ladegerät. Oder ihr benutzt einfach euer ganz normales Ladegerät, was ihr schon habt. Denn der LiPo-Akku, der dabei ist, ist jetzt hier ein 4S 5000 mAh Flywing LiPo-Akku. Der hat aber auch hier einen ganz normalen XC60-Anschluss dran. Deswegen könnt ihr eigentlich auch eure ganz normalen Ladegeräte verwenden, sofern ihr eins habt. Dann haben wir noch ein kleines Flachbandkabel dabei, USB auf USB-C. Das brauchen wir zum Programmieren der Einheit, wenn sie programmiert werden muss oder wenn ihr irgendwas ändern wollt. Und wir haben noch einen kleinen Imbusschlüsselsatz dabei für die Reparatur und für die Installation oder beziehungsweise wenn man die Mechanik mal rausnehmen möchte oder hier die Schrauben anziehen möchte. Ganz praktisch, sind alle Größen eigentlich dabei, die man braucht. Natürlich haben wir auch noch zwei Rotorblätter dabei und zwar Flywing in der Länge 360 mm. Und last but not least ist natürlich auch der Airwolf mit dem Packungsinhalt enthalten. Hier in der RTF-Version ist die Mechanik schon eingebaut in dem Airwolf-Rumpf. Das ist ja die neue Form mit den klaren Scheiben. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal den Rumpf und die Mechanik etwas genauer. Dann zeige ich euch nochmal die Fernsteuerung etwas genauer. Und dann gehen wir natürlich am Ende auch nochmal fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß und bis gleich. Ja, schauen wir uns als erstes mal die Mechanik an. Die habe ich mal für euch ausgebaut. Der Grundrahmen der Mechanik besteht aus zwei Carbonplatten mit je 1,5 mm Stärke und einem achteckigen Aluminium-Heckrohr. Dies hat am vorderen Ende eine Steckverbindung und das Gegenstück befindet sich in der Heckrohraufnahme der Hauptmechanik, sodass das Heckrohr einfach nur eingesteckt werden muss und durch den Rasthebel gesichert ist. Der komplette Rotorkopf, die zweifach gelagerte Hauptrotorwelle und die beiden Lagerböcke bestehen aus Aluminium. Und natürlich besteht auch die 120 Grad angelenkte Taumelscheibe hier aus Aluminium. Angesteuert wird die Taumelscheibe über drei kleine H041 MG Servos. Als Hauptantrieb wurde ein Flywing Performance Brushless Motor verbaut. Die Kraft wird hier mittels eines Zahnriemens auf die Hauptrotorwelle übertragen. Natürlich ist hier auch ein Riemenspanner verbaut. Am Ende vom Heckrohr befindet sich der Heckrotorantrieb. Der besteht hier aus einem Flywing Brushless Motor. Als Regler wurde hier vorne ein Flywing 60 Ampere Regler verbaut. Als Flight Controller werkelt hier hinten ein Flywing H1-System in Verbindung mit einem GPS-Modul. Was die beiden Komponenten alles können, werde ich euch gleich nochmal zeigen. Und der mitgelieferte Empfänger ist ein FlySky FS IA6B 6-Kanal-Empfänger. Ich habe mir zusätzlich noch eine USB-C-Verlängerung an das H1-Modul gesteckt, damit, wenn ich mal etwas umprogrammieren möchte, ich nicht die ganze Mechanik wieder rausholen muss. Dann würde ich euch noch empfehlen, die Antennen 90 Grad zueinander anzuordnen. Denn bei mir waren ab Werk die beiden Antennen mit an den Empfänger gebunden, parallel. Und das ist natürlich für den Empfang nicht so gut. Das Einbauen der Mechanik geht auch ganz einfach. Man muss einfach nur die Mechanik ohne Heckrohr mit der Holzplatte hier hinten einfädeln. Dann hier vorne die beiden Schrauben eindrehen. Dann müssen wir nur das Heckrohr von hinten einschieben, so weit reindrücken, bis es einrastet und fertig. Der LiPo wird hier vorne in die Mechanik eingeschoben. Es wird auch eine kleine Akkuschiene mitgeliefert. Die müssen wir einfach nur montieren hier oben auf dem Akku mit diesem kleinen Strapsband. Ist aber in der Regel, glaube ich, schon montiert. Dann müssen wir einfach nur den Akku mit der Schiene hier einheben, die Schiene hier vorne einfädeln in die Mechanik und dann so weit reindrücken, bis der Akku einrastet, beziehungsweise die Schiene einrastet und dann ist der Akku auch schon fest gesichert. Zum Rausholen einfach nur den Hebel hier runterdrücken und dann ist sie entsichert, die Schiene, und dann können wir den ganzen LiPo-Akku auch hier wieder rausholen und aufladen.
Im Gesamten macht die Mechanik wirklich einen sehr guten und stabilen Eindruck. Alles ist hier sauber verbaut. Dennoch würde ich vor dem ersten Flug einmal kontrollieren, und das würde ich empfehlen, bei allen RTF-Modellen, die so kommen, zu machen, einmal zu prüfen, ob die Schrauben alle angezogen sind und vor allem auch gesichert sind. Wenn das nämlich nicht so ist, könnte es später zu Problemen führen. Dann zeige ich euch auch einmal den Rumpf etwas genauer. Wir haben hier einen schönen Airwolf-Rumpf, der von der Rumpfform her auch sehr gelungen ist, wie ich finde. Er ist zwar relativ einfach gehalten, wir haben hier nämlich keine Nieten oder Blechstöße abgebildet, aber trotzdem finde ich ihn optisch eigentlich ganz schön. Sieht auf jeden Fall nach Airwolf aus. Wie eben schon gesagt, haben wir in der neuen Version jetzt klare Cockpitscheiben. Das finde ich eigentlich auch schöner als die Milchglasscheiben vom Vorgänger, außer dass man jetzt natürlich durch die Scheiben auf die Mechanik gucken kann. Ein paar Scale-Details haben wir dann aber doch noch angebaut. Und zwar hier oben haben wir ein paar Lüftungsgitter angebracht. Sieht optisch auch sehr schön aus. Wir haben die Auspuffrohre von den Turbinen schön farblich auch dargestellt. Hier hinten unten haben wir noch die Auspuff- bzw. Schubrohre für den Zusatzschub des Airwolf angebracht. Im Modell natürlich hier eine Attrappe. Wie beim Original haben wir auch ein Dreibeinfahrwerk. Das können wir hier beim Modell allerdings nicht einfahren, sondern ist fest verbaut. Sieht aber optisch auch sehr schön aus. Am wenigsten Scale sieht der Airwolf noch am Heck aus. Da haben wir keine richtige Scale-Heckfinne verbaut, sondern einfach nur so eine ganz normale 3D-Heckfinne. Kleines Update zwischendurch. Bei mir wurde die Scale-Heckfinne einfach nur vergessen mit einzupacken. Normalerweise ist hier so eine Scale-Heckfinne dabei, wie ihr hier auf den Bildern sehen könnt. Und was Kenner vom Airwolf direkt auffallen wird, ist, dass der Heckrotor auf der falschen Seite sitzt. Ist natürlich bei vielen RC-Modellen so der Fall. Aber dadurch, dass wir hier einen separaten Motor verbaut haben, hätte man bestimmt auch relativ einfach den Motor auf die andere Seite setzen können. Die vordere Haube kann man hier abnehmen, und zwar indem man den kleinen Hebel nach vorne zieht und dann die Haube hier raushebelt. Die ist hier noch mit 2 Stiften gesichert. Somit kommen wir hier schön an den Akku dran, um den herauszunehmen bzw. einzusetzen. Die Haube sitzt jetzt hier nicht super stramm drin, aber stabil, dass sie im Flug nicht rausfallen sollte. Die Abmessungen des Airwolf betragen in der Länge 810 mm. Wir haben einen Rotorkreis von ungefähr 800 mm und das Abfluggewicht inklusive Akku liegt bei ungefähr 1,6 Kilogramm. Ja, optisch finde ich den, wie gesagt, eigentlich ganz schön, auch wenn wir hier nicht vom Superscale-Modell reden. Hier fehlen natürlich die Nieten, die Blechstöße und alles sowas. Da bleibt natürlich noch viel Spielraum nach oben, um selber vielleicht noch ein bisschen scaliger zu gestalten. Es gibt natürlich auch genug 3D-Druckteile, die man hier noch anbauen könnte. Gerade auch hier am Heck bedarf vielleicht noch ein bisschen Änderung, dass es hier ein bisschen scaliger aussieht. Auch ein bisschen schade ist, dass die Rotorblätter jetzt nicht so scalig sind. Ich weiß jetzt nicht, wie die im Original beim Airwolf sind, ob die weiß oder grau oder schwarz sind. Auf jeden Fall denke ich mal, sind sie wahrscheinlich einfarbig. Hier hat man diese Flywing-Rotorblätter. Da hätte man vielleicht besser auch einfarbige nehmen können. Das haben die bei der Bell UH1D ja auch gemacht. Die sind bei Flywing ja auch grau. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten finde ich ihn optisch wirklich ganz schick. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal als nächstes die Fernsteuerung. Wir haben hier bei der RTF-Version des Airwolf eine FlySky FSi6 Fernsteuerung mit dabei. Das ist ein 2,4 GHz 10-Kanal-Sender. Der macht einen sehr wertigen Eindruck, liegt auch gut in der Hand. Wir haben hier an den Seiten noch so Gummiauflagen, damit ist der Sender auch sehr griffig. Dann haben wir hier die 2 Knüppelaggregate. Diese sind aus Kunststoff, aber die Knüppel sind aus Aluminium gefertigt und lassen sich auch in der Länge einstellen. Sie lassen sich auch sehr gut bewegen. Alle Achsen sind bei dem Sender hier Heli-untypisch federbelastet. Das benötigt man aber wegen der GPS-Funktion. Dann haben wir in der Mitte noch eine Aufhängeöse für einen Nackengurt. Darunter befindet sich das Touch-Display. Links und rechts neben dem Display befinden sich 2 Knöpfe. Die dienen zum Ein- und Ausschalten des Senders. Oben haben wir dann noch 4 Kippschalter. Und zwar links haben wir einen kurzen 2-Stufen-Schalter, daneben einen langen 3-Stufen-Schalter. Und auf der rechten Seite haben wir spiegelverkehrt das gleiche, und zwar einen langen 3-Stufen-Schalter und ganz außen wieder einen kurzen 2-Stufen-Schalter. Da der Sender beim Airwolf in der RTF-Version schon vorprogrammiert ist, haben wir auch schon die Beschriftungen für die Schalter aufgebracht. So weiß man sofort, für welche Funktion welcher Schalter da ist. Und mittig zwischen den Schaltern haben wir hier noch so einen Anschluss für eine externe Antenne. Auf der Frontseite in den Ecken haben wir jeweils noch einen WIP-Schalter und auf der Rückseite haben wir noch 2 Taster. Die WIP-Schalter und die beiden Taster sind in der RTF-Version aber ohne Funktion. Unten haben wir dann noch das Akkufach, hier passen 4 AA-Batterien rein und oben haben wir noch einen Aluminiumgriff zum Transportieren des Senders. Auf der Unterseite haben wir einen Micro-USB-Anschluss zum Verbinden mit dem PC und noch einen DIN-Anschluss. Ich denke mal, der ist für Lehrer, Schüler oder für ein Simulatorkabel da. Um den Sender anzustellen, müssen wir hier beide An-Aus-Knöpfe gleichzeitig einmal drücken. Dann warnt er uns schon, dass wir hier einen Schalter nicht auf Neutralstellung haben. Die müssen nämlich alle auf Neutral stehen. Wenn wir den umschalten, dann piept es wieder und dann geht der Sender in den Homescreen. Wir haben ja hier, wie eben schon gesagt, ein Touchscreen-Display. Wir haben auch keine andere Möglichkeit, das Menü zu bedienen, außer über das Display.
Wir sehen hier unten schon 3 kleine Punkte, das heißt, wir haben hier 3 Menüs. Einmal in der Mitte den Homescreen. Wenn wir nach rechts wischen, haben wir einmal den Servomonitor. Wenn wir nochmal nach links wischen, haben wir wieder den Homescreen und wischen wir einmal nach links, haben wir noch ein paar Telemetriedaten. Dann gehen wir wieder zurück in den Homescreen. Hier haben wir, wenn wir Timer einstellen, 2 Timer-Möglichkeiten. Hier rechts oben in der Ecke haben wir einmal die Akkuanzeige für den Sender und einmal die Akkuanzeige oder Kapazitätsanzeige für den Akku im Heli. Hier unten links haben wir den Flugmodus, wenn wir den hier umstellen. Und hier rechts sehen wir schon ein Schloss, das heißt, das Touch-Display ist geblockt bzw. gesperrt. Das müssen wir mit einem langen Tastendruck oder einem Druck auf dieses Symbol entsperren. Dann erscheint hier das Menü bzw. das Einstellmenü-Symbol. Wenn wir hier drauf klicken, haben wir einmal das Funktionsmenü und einmal das Systemmenü. Das ist eigentlich auch relativ intuitiv aufgebaut. Hier steht alles drin, was dahinter steckt. Eigentlich alles selbsterklärend. Hier kann man reinklicken und dann einfach hier mit dem Pfeil wieder zurückklicken, durch die ganzen Funktionen blättern. Hier kann man alle Einstellungen tätigen, die man bei einem normalen Sender auch einstellen kann, wie Expo, Dual Rate und sowas. Das muss man hier bei der RTF-Version aber nicht machen. Deswegen gehe ich jetzt hier wieder zurück in den Homescreen. Wenn wir den Sender ausstellen wollen, müssen wir hier wieder beide an Ausschalter gleichzeitig drücken und dann geht der Sender aus. Dann zeige ich euch als erstes mal, wie man den Heli anstellt bzw. den Motor ans Laufen bekommt. Das ist nämlich ein bisschen anders als bei gewöhnlichen Modellhubschraubern. Ganz wichtig am Anfang, wenn ihr sowas drinnen testet oder überhaupt ausprobiert, erstmal alle Rotorblätter abmachen und in dem Fall auch den Heckpropeller. Könnte sonst böse ins Auge gehen. Als allererstes müssen wir natürlich erstmal den Sender anstellen, wie eben gezeigt. Dann piepst er, gucken, dass alle Schalter oben sind, zeigt er aber auch an. Wenn der hochgefahren ist, müssen wir einfach nur den Akku anstecken hier an den Regler. Dann initialisiert der Heli mit Piepserei und der bewegt auch nochmal die Taumelscheibe zum Ausprobieren. Wenn das alles erledigt ist, können wir hier erstmal so nichts machen. Normalerweise startet man den Motor ja, indem man hier den Stop-Run-Schalter auf Run stellt. Ihr seht aber schon, der Motor geht nicht an. Hier müssen wir nämlich als allererstes mal den großen rechten 3-Stufen-Schalter nicht auf Home stellen, weil das ist ja nur für die Home-Funktion, sondern wir gehen zum Beispiel auf GPS. Das ist aber draußen besser, weil hier im Keller kriege ich ja keine GPS-Daten. Deswegen kann man auch, oder auch wenn man im 3D-Modus direkt starten möchte, den auf 3D stellen. Ihr seht, wenn man den Schalter hier vorne umlegt, geht der Motor aber immer noch nicht an. Wir müssen nämlich als allererstes erstmal wie bei einer Drohne die beiden Sticks nach unten außen ziehen, bis dann am H1-Modul die LED blinkt, im 3D-Modus zum Beispiel. Dann blinkt die LED, jetzt blinkt die und jetzt können wir mit dem Run-Schalter den Motor starten. Erst geht der Heckmotor an und dann läuft der Hauptmotor. Und mit Stopp machen wir die ganze Sache natürlich auch wieder aus. Das gleiche gilt natürlich auch für den Flug im GPS-Modus. Dann blinken die LEDs am H1 allerdings nicht blau, sondern grün. Im GPS-Modus müsst ihr natürlich vorher erstmal die Satelliten suchen lassen, damit das H1-Modul auch genügend Satelliten hat. Das zeigt er an durch eine gelb blinkende LED. Wenn die LED dann dauerhaft grün leuchtet, hat er genug GPS-Daten bzw. GPS-Satelliten gefunden. Und ihr könnt dann ganz normal mit dem Auseinanderziehen der Sticks den Heli aktivieren und dann mit dem Run-Schalter den Motor anstellen. Was ihr auf jeden Fall beim ersten Flug in eurer Region machen solltet, ist den Kompass zu kalibrieren. In der Regel zeigt das H1-Modul auch durch eine langsam blinkende rote LED an, dass der Kompass kalibriert werden muss. Ich würde es aber auf jeden Fall trotzdem machen. Dazu müsst ihr einfach nur den Sender auf GPS-Modus stellen und dann euch den Heli nehmen, einmal 360 Grad im Kreis drehen, bis die LED wieder grün leuchtet. Dann ist der Kompass kalibriert und ihr könnt ganz normal starten. Dann kommen wir jetzt noch zu den einzelnen Flugmodis, die wir hier einstellen können. Und zwar haben wir einmal die Möglichkeit des freien Fliegens, indem wir den linken langen Schalter auf Normal stehen lassen und den rechten langen Schalter entweder auf GPS oder 3D stellen. Im GPS-Modus haben wir dann einen GPS-unterstützten Flug, sodass der Heli beim Loslassen der Sticks immer stehen bleibt in der Position, wo er sich gerade befindet, wie zum Beispiel eine Drohne. Und im 3D-Modus haben wir dann die Möglichkeit, komplett frei zu fliegen, ohne jegliche GPS-Unterstützung, wie man das beim normalen RC-Heli-Fliegen auch machen würde. Dann können wir noch 2 automatisch geflogene Figuren einstellen. Diese funktionieren natürlich nur im GPS-Modus. Und zwar haben wir da einmal den Kreisflug, wenn wir den linken langen Schalter auf die zweite Position stellen, hier bei der 0. Dann fängt der Heli automatisch an, mit der Nase nach innen einen Kreis zu fliegen. Dabei hält er natürlich GPS-gestützt auch die Höhe, die er gerade hat. Wenn wir dann noch den Gearknüppel nach links oder nach rechts bewegen, fängt der Heli auch noch zusätzlich an, sich in der Kreisbewegung um die eigene Achse zu drehen. Lassen wir den Gearknüppel wieder los, dann setzt er seinen Kreis ohne Drehbewegung weiter fort, bis wir den langen Schalter wieder auf die Normalposition stellen.
Wenn wir den linken langen Schalter in die dritte Position schalten, hier bei der 8, dann fliegt der Heli automatisch achten. Ebenfalls wird natürlich dabei die Höhe GPS-gestützt gehalten. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, mit einer Gierknüppelbewegung nach links oder nach rechts eine Drehbewegung in den Achterflug mit einzubringen. Auch hier setzt er nach Loslassen des Gierknüppels den Achterflug ohne Drehbewegung so lange fort, bis wir den linken langen Schalter wieder auf die Normalposition geschaltet haben. Dann haben wir noch die Coming Home Funktion. Die aktivieren wir, wenn wir den rechten langen Schalter aus der 3D bzw. GPS-Position wieder in die Home-Position schalten. Dann kommt der Airwolf ganz automatisch langsam wieder auf die Position zurückgeflogen, an die er gestartet ist. Geht auch automatisch runter und landet auch automatisch. Den automatischen Rückflug kann man aber auch jederzeit unterbrechen, indem man den Schalter wieder auf GPS zurückstellt. Ja, ihr habt jetzt alle wichtigen Funktionen gesehen, ihr wisst, wie sie funktionieren. Ich zeige euch jetzt noch mal ein paar Flugaufnahmen von dem Airwolf und dann sehen wir uns am Ende noch mal zu einem kleinen Fazit wieder. Viel Spaß! Ja, kommen wir auch hier am Ende nochmal zu einem kleinen Fazit. Optisch habe ich ja schon gesagt, finde ich ihn eigentlich ganz schön, auch wenn hier und da noch ein paar Details fehlen. Aber von der Rumpform her finde ich ihn eigentlich ganz gut gelungen. Ich konnte ihn jetzt so ausgiebig nicht testen, wie ich eigentlich vorhatte, denn ihr wisst selber, wir haben Winter. Hier ist in letzter Zeit einfach nur mieses Wetter. Wir haben hier nur Wind, Regen und ich habe auch nur am Wochenende die Möglichkeit zu fliegen. Dieses Wochenende war endlich mal Sonnenwetter, es war nicht so viel Wind.
Und es war zwar schweinekalt, aber ich wollte das Video unbedingt dieses Jahr noch rausbringen. Deswegen hatte ich die Möglichkeit, nochmal einen Akku zu fliegen und zu testen. Was ich sagen kann, ist, dass das GPS wirklich sehr gut funktioniert. Der Heli steht wie angenagelt in der Luft, wie halt eine ganz normale GPS-Drohne eigentlich. Das Fliegen im GPS-Modus funktioniert auch sehr gut. Was auch sehr gut funktioniert hat, ist die Coming-Home-Funktion. Der fliegt wirklich nach oben, fliegt auf die Position quasi, wo er gestartet ist und geht dann ganz langsam runter. Die Positionsgenauigkeit ist eigentlich auch wirklich sehr gut. Der macht ja auch dann den Coming Home, wenn der Akku leer geht, dann geht er automatisch in den Coming Home rein und fliegt dann wieder da zurück, wo er gestartet ist. Ihr habt aber immer die Möglichkeit, auch beim automatischen Landen oder bei der Coming Home Funktion noch manuell einzugreifen mit den Steuersticks, dass ihr den umlenken könnt. Falls ihr nicht mal auf der Position landen könnt, wo ihr gestartet seid, dann könnt ihr den halt mit den Sticks auf eine andere Position fliegen. Das geht alles. Auch die vorgegebenen GPS-Flugfiguren wie Kreisflug und Achterflug hat auch sehr gut funktioniert. Auch das mit den zusätzlichen Gieren hat sehr gut funktioniert. Sieht wirklich ganz cool aus. So kann man ein paar Leute beeindrucken, was man also fliegen kann. Auch wenn es natürlich gesteuert geflogen wird vom GPS-Signal. Aber es ist halt eine ganz nette Zusatzfunktion. Wem es aufgefallen ist im Video, der Heli hat noch im Flug so ein leichtes Wobbeln auf allen Achsen. Das kann man aber dann durch Einstellen der Gyrofunktion, die Empfindlichkeit ein bisschen runter oder höher drehen, kriegt man das noch raus. Das habe ich aber jetzt alles nicht mehr geschafft in der kurzen Zeit. Also für Anfänger würde ich sagen, ist das mit dem GPS ja eine ganz nette Funktion. So kann man sich ein bisschen an das Helifliegen gewöhnen. Man sollte sich nur nicht, also wenn man wirklich ernsthaft vorhat, Helifliegen zu wollen, sollte man sich nicht zu sehr an das GPS gewöhnen. Denn das Fliegen ohne GPS ist schon ein Stückchen anders, sage ich mal, als mit GPS-Unterstützung. Also wer wirklich vorhat, das Helifliegen zu erlernen, der kann es zwar nutzen, aber der sollte sich nicht zu stark dran gewöhnen. Die F450-Mechanik hat rein theoretisch auch noch die Funktion, dass er automatisch auf dem Kopf fliegen kann. Das kann die Mechanik auch. Mir wurde von Flywing nur gesagt, dass man das mit dem Airwolf eigentlich nicht machen sollte, weil er dann doch ein bisschen zu schwer ist. Ich habe es auch nicht ausprobiert, aber die reine Mechanik, wenn man die fliegt, kann man auch per Schalter den Heli automatisch auf den Kopf drehen lassen. Dann ist er auch natürlich GPS stabilisiert und man kann ihn per Knopfdruck wieder zurückdrehen, ist aber dann mit Rumpf eigentlich nicht zu empfehlen. Das 3D-Fliegen konnte ich jetzt in der kurzen Zeit auch nicht wirklich ausprobieren. Ich habe es zwar mal angefangen, beziehungsweise bin mal im 3D-Modus gestartet, habe dann aber relativ schnell festgestellt, wenn man den Pitchhebel dann loslässt, weil der ist ja hier auch federbelastet, ist die Mittelstellung des Pitchhebels nicht gleich Schwebeflugpitch. Das heißt, der Heli ist relativ stark immer abgesackt, wenn man den auf Mittelstellung gelassen hat. Und ich sag mal, so das unstabilisierte 3D-Fliegen mit so einem federbelasteten Stick ist sowieso, sage ich mal, irgendwie ein bisschen seltsam. Da empfiehlt es sich sowieso dann, entweder die Federbelastung rauszunehmen oder mit einer anderen Fernsteuerung zu fliegen. Aber man kann das jetzt in den Einstellungen bestimmt noch einstellen, dass halt die Mittelstellung von dem Pitchhebel auch gleich Schwebeflug-Pitch ist. Das heißt, der sackt dann nicht mehr so stark ab. Dann kann man damit natürlich auch dann unstabilisiert fliegen. Aber in dem Fall hat es jetzt bei mir jetzt keinen Sinn gemacht. Lässt sich aber alles über die Einstellungen einstellen. Beziehungsweise Empfehlung wäre eigentlich sowieso im 3D-Flug ohne Federbelastung am Pitchhebel zu fliegen. Ja, ich würde sagen, das war es jetzt wieder mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Schreibt mir sehr gerne einen Kommentar unter das Video, auch wie ihr den Airwolf vielleicht findet oder wie ihr meine Videos sonst so findet. Würde mich mal interessieren. Wer keine weiteren Videos verpassen möchte, kann natürlich meinen Kanal abonnieren, die Glocke nicht vergessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Christi. Ciao.